Dieses Nudelholz hilft uns ruckzuck bei den Tellern. Heute drehen wir Unterteller. Dafür brauchen wir 350 Gramm Ton. Denkt beim Aufschlagen daran, die richtige Seite zu benutzen, also längs der Weigrichtung vom Tontisch. Heute benutzen wir zum Tellerdrehen das Nudelholz. Das spart viel Zeit. Dazu ein Zollstock und solch ein Kuchenschaber aus Plastik. Das Nudelholz muss zum Arbeiten eine feuchte Oberfläche haben und auch der Ton sollte feucht sein. Und jetzt drücken wir es einfach parallel zur Scheibe auf den Ton. Nach einer Weile merkt ihr, rutscht es nicht mehr und es fehlt Wasser. Also nochmal feucht machen und wieder drücken. Wenn das Wasser fehlt, ich zeige mal, was dann passiert, dann reibt sich Ton ab, gerade bei schamottierten Ton, und bleibt am Nudelholz kleben und ihr habt hier eine raue Oberfläche. Deswegen haltet das Nudelholz sauber und seht zu, dass ihr immer etwas Schlicker oder Wasser zwischen Nudelholz und Ton habt. So. Da ein Stichmaß hier nicht anbringbar ist, weil es ja am Weg ist mit dem Nudelholz, benutze ich den Zollstock und ich schaue, dass meine Tellerrohlinge alle gleich groß sind. Ich mache immer 16 cm bei Untertellern aus 350 Gramm Ton. So, das ist jetzt der Fall. Dann kommen wir zum Fertigen der Fahne und dafür gehe ich einfach mit dem kleinen Finger hier drunter und hebe den Rand an. Macht das nicht zu viel, denn gerade bei schamottierten Ton, der Fingernagel vom kleinen Finger schleift hier extrem auf der Scheibe. Man bekommt es nicht mit, aber nach 30 Tellern kann dann auch mal ein Fingernagel wirklich durch sein. Passt da auf. Jetzt mache ich mal kurz die Kamera tiefer. Und zwar mache ich jetzt hier unten eine sogenannte Glasurkante, obwohl ich noch abdrehen werde, und nehme etwas Schlicker weg. Und jetzt kommt bei mir eine runde Schiene zum Einsatz. Man kann theoretisch auch die Finger nehmen, aber die Schiene entfernt den Schlicker auf dem Ton. Jetzt drückt ihr die Fahne runter, soweit ihr möchtet, und macht diese Bewegung bis hin zur Mitte. Wer das möchte, kann mit dieser Schiene in einem zweiten Zug jetzt noch ein Schneckenmuster hineindrehen, indem man einfach schneller nach innen zieht, als sich die Scheibe dreht. So. Bisschen die Kanten brechen. So, hier ist ein Stück Schwamm abgegangen. Naja, das mache ich später weg. Und jetzt sind wir eigentlich fertig. Bleibt nur das Abheben. Dafür mache ich hier hinten Wasser hinter die Tellerkante
nehme einen nicht zu dünnen Draht und ziehe das Wasser unter dem Teller durch. Die meisten Baddsysteme sind hier zu klein bei Tellern. Es würde mir auch zu lange dauern. Die Stelle hier, wo der Draht herauskam, von da hebe ich ab. Ich mache diesen Plastikschaber nass und bringe nochmal Wasser hier an die Kante. Und jetzt hebe ich einfach nur die Kante ein kleines Stück an und gehe mit dem Zeigefinger drunter. Jetzt mache ich den Schaber nochmal nass und jetzt kann ich ungefähr bis zur Hälfte unter den Teller gehen und halte hier hinten mit einem Finger fest und kann den Teller dann abstellen. Das mache ich, indem ich zuerst die Seite, wo der Finger ist, abstelle, dann klebt es am Teller und ihr könnt den Schaber rausziehen. Achtet jetzt darauf, jetzt ist hier lauter Wasser auf dem Ton. Der nächste Klumpen wird schlecht halten, also müsst ihr diesen Ton erst von Feuchtigkeit befreien, dass er wieder seitenmatt glänzt. Ich mache jetzt noch schnell einen zweiten Teller, ohne großartig zu kommentieren. Schaut einfach zu und wie flott das eigentlich gehen kann. Und fertig. Jetzt müssen die Teller trocknen. Nach einem Tag sind die Teller schon trockener. Ich habe sie hier mal umgedreht, damit auch der Boden abtrocknen kann. Ob sie richtig sind zum Abdrehen, findet ihr heraus, wenn ihr hier mal mit dem Finger drüber geht, und wenn ihr merkt, der Ton schmiert noch, dann ist es zu weich. Hier der Rand ist schon trocken. Der Teller wäre eigentlich zu weich, aber für das Video drehe ich jetzt doch schon mal ab. Ich mache die Scheibe feucht und den Rand vom Teller, lege ihn drauf und dann zentriere ich hier mit den Händen. Wenn der Teller nicht hält, haltet ihn kurz fest, dann schleift der Teller und es bildet sich Schlicker und er klebt. Dann könnt ihr, wenn ihr das möchtet, mit solch einem Zirkel den Durchmesser festlegen
damit sie immer gleich sind. Ich mache das nicht. Und dann habt ihr Abdrehschlingen. Ich gehe dann von oben senkrecht herunter und bilde die neue Kante und dann nehme ich den überschüssigen Ton von der Fahne weg. Seht zu, dass ihr immer beide Hände da habt, also nicht beide Hände an der Schlinge, falls sich der Teller jetzt löst, dass ihr ihn eventuell auch auffangen könnt. Mit dem Finger kann man auch prima scharfe Kanten gleich brechen. Den Boden glasiere ich nicht mit, das ist Ton mit Spots und ich mache hier nur schnell solch ein Schneckenmuster hinein, dadurch verringere ich die Auflagefläche und es kleben nicht so viele Spots an meinen Platten an. Beim Glasieren wäre es wichtig, dass der Fuß hoch ist, das ist sonst schwierig abzuwischen. Ich habe mich daran gewöhnt, hier unten solch eine kleine Rille hereinzumachen und dann wische ich eigentlich genau bis zu dieser Rille ab und alles sieht sauber aus. Das Abziehen ist etwas kompliziert, zieht so mit beiden Händen auf euch zu und seid bereit, die Scheibe, wenn es ab ist, sofort zu stoppen. Wenn es nicht klappt, müsst ihr den Teller anders lösen. Ich nehme hier solch ein spitzes Messer und dann ritze ich einmal an, also nicht durchschneiden und versuche es nochmal. Wenn das nicht geht, dann muss ich komplett abschneiden, wirklich schön tief schneiden und wenn er abgelöst ist, bekommen wir den Teller ab. Ihr seht hier, ich habe dummerweise dann etwas vom Rand abgeschnitten, aber das ist nicht das Problem. Ich werde die Kanten brechen und mit dem Schwamm alles wieder ordentlich machen und es wird ein ganz normaler Teller. Wer wirklich noch die Probleme hat, den Teller zum Abdrehen auf der Scheibe zu befestigen oder überhaupt in die Mitte zu bekommen, schaut nochmal. Nicht schnell drehen lassen, drauflegen, etwas rubbeln, dass ihr merkt, der Teller greift und dann schiebe ich mit beiden Daumen eigentlich. Rechts und links fange ich ab und führe den Teller. Wenn es zu trocken ist, mache ich nochmal feucht. Und jetzt schiebt man halt mit den Daumen den Teller, bis er ruhig ist. Ja, und das war's eigentlich. Probiert es aus, ob ihr mit dem Nudelholz klarkommt und viel Spaß.